Okay. Dann gehen wir mal raus. Phew, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't Sagte let you ja walk nicht around die in a Wahrheit. dead man's clothes. So, dann gehen wir nochmal auf die Gedankenspiele hier. Okay, das passt zusammen, sehr gut. So, Hand- und Schuhabdruck auf Kohlstaub. So, wollen wir Schlussfolgern? Jetzt schon? Ich würde es ja mal probieren. Warte mal. Galerie-Dieb warten Mr. McJohn und Boniface Mercurius Mörder und der Galerie sind ein und dieselbe Person. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Der Dieb wollte die Fotografie stehlen. Der Dieb wollte in der Wohnung die Fotografie stehlen, falls sie jedoch nicht. Müssen wir unabsichtlich. Genau. Ja. Okay. So, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen nochmal. Genau. Geht da nochmal hin. So, und dann reden wir mit dem Typen aus der Galerie nochmal. Bin mal gespannt. Ja, Freunde, diese Folge ist leider so ein bisschen holprig verlaufen, aber okay, was willst du machen? Das ist ja alles nicht so einfach hier. Also, ich hätte mir das noch ein bisschen einfacher vorgestellt. Sag ich euch ganz ehrlich. Und suchen uns nochmal Kleidungshändler hier. Und dann verkleiden wir uns jetzt mal als Landstreicher. Und wenn wir uns als Landstreicher verkleidet haben, dann können wir auch mit der Frau sprechen wahrscheinlich. Hoffe ich jedenfalls. So. Ich hoffe, dass der Händler jetzt da ist, der mir ja noch was verkauft. Ah, da ist er noch. Er arbeitet auch nachts. Sehr gut. So. Gucken, was wir hier alles so haben. So, hässlicher, abgetragener Anzug. Landstreicher. Kaufen. So, was machen wir denn? Kleidungshändler. A good choice. A good choice indeed. Ja, aber wo könnte ich die Dame finden? Das finde ich schon sehr krass, ne? An dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. You're lucky to find me. Oh, wir haben sie gefunden. Was? Wollte gerade Schluss machen. Die Namen aus dem Gesicht der Frau scheinen ihren Ursprung beim Stammesvolk der Eve zu haben. Auf Cordona kann man Eve nur im Flüchtlingslager unter der Victoria-Brücke zwischen Scaladio und Silvertone finden. Ja, ich glaube, so kommen wir unter die Brücke, oder? Beasts! Jawohl, wir haben's. So, Flüchtlingslager, okay. Murderers! They're completely livid. First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea! Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really?
Even so, you're not authorized. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Ja, wir beobachten ihn mal. Versucht älter auszusehen. Nehmen wir mal an. Arbeitet in geschlossenen Raum. Versucht autoritär zu wirken. Ach, wegen der Krawatte. So, gehen wir mal weiter runter. Sonst noch was hier? Ah, hier die Hände. Schwitzt und ist angespannt. Arbeitet meistens im Sitzen. Profil bestätigen. Ronald Harlow ist ein frustrierter junger Beamter, der die Nase voll von seiner Arbeit hat. Er hat im Auftrag der Stadtverwaltung die Aufsicht für das Flüchtlingslager erhalten. Doch er ist zu erschöpft und zu desinteressiert, um die herrschenden Probleme zu lösen. Er trägt einen flaumigen Schnurrbart und glaubt, dieser würde ihn älter wirken lassen, als er ist. Seine blasse Haut und dunkle Augenringe lassen vermuten, dass er viel in seinem dunklen Büro arbeitet. Seine sauberen und kaum zerschlissenen Schuhe schützen diese Vermutung. Er scheint viel im Sitzen zu arbeiten und sich wenig draußen zu bewegen. Allerdings wirkt er von der Arbeit im Freien auch nicht sonderlich angetan. Seine spitzen Handflächen zeigen, dass er unter Stress steht. Angesichts des aktuellen Wetters und Cordona hätte er vielleicht leichtere Kleidung tragen sollen. The people in the crowd are shouting about a murder in the camp. Are you trying to hide it? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. If it was under control, if there was no dead body, you wouldn't be as nervous as you are. You would be sitting in your cozy dark corner of the City Hall room doing nothing as usual. Yet, you're here, trying to deal with a series of problems you never asked for. These insults are inappropriate. You don't know what I'm doing for this camp. Even though the rest of City Hall doesn't give a bloody squat about the refugees. Maybe I didn't want to be assigned to this camp. But I'm trying to do my best for these people. If not for my work, they might not have any shelter or food even. I apologize, Mr. Harlow. Perhaps I was prejudiced towards you, but in any case, I'm sure that you would still want this to be over as quickly as possible. The current reality is that neither you nor the police are managing things well here. You are unable to calm the crowd. You have simply never handled a situation like this before. What are you driving at, Mr. Holmes? Muss mal eine Zeugin finden. I'm looking for a young refugee woman. She must be inside the camp. She's with child or was with child recently. Help me find her, and I'll help you deduce what really happened here. You may indeed be quite a perceptive fellow, but I still don't see how you can help me here. Just tell the police I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest. Trust me. But first, you'll find my witness. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Ich will jetzt ins Lager. I'm ready to take a look at the scene. All right. Umso schneller haben wir es hinter Go uns. inside the camp and find Inspektor Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Bei Hinweise aktualisiert. Okay. Ja, der war echt ziemlich angespannt. Findest So du they mal... keep these refugees under a bridge like proverbial trolls.
No wonder the people outside are so disturbed. Ist aber sehr geil, dass er ihn rhetorisch so fertig gemacht hat. Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. Gibt es noch Opfer? And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Wer ist der Tote? Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Gibt's Verdächtige? Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Okay, wir haben wieder 2 Hinweise bekommen. Ich dachte erst, dass er uns nicht reinlässt und wir uns nochmal als Inspektor, sag ich mal, verkleiden müssen. Aber wir haben Glück gehabt. Schmutz unter den Fingernägeln. Ah, Kohlenstaub. Das ist bestimmt unser Tatverdächtiger, der auch das Bild geklaut hat. Schon auch die Vergewaltigung gemacht. Und den Typen umgebracht. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping, John. Okay. Ja, es verdichtet sich immer mehr, dass das hier unser Mann ist. A steel dirk, sharp. A common accessory among sailors and soldiers. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. A violent death. This man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. Ein neuer Hinweis für die Gedankenspiele. Ja, das wird er sein. Der wollte hier zu der Frau und die wird ihm wahrscheinlich wird dann geschrien haben und deswegen haben die anderen ihn abgestochen. Da hab ich mir schon fast gedacht. Der Schurke war auch in Vogels Galerie. Der Tote aus dem Flüchtlingslager war derjenige, der Werner Vogels Galerie eingebrochen ist. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Frau finden, ne?
If they find out about the Ah, okay. So, was haben wir hier? Serie ist falsch. Wichtig Tour ist Abriegelung des Lagers ist richtig. Okay. Nochmal. If they find out about the past. So. Alter Spürhund. Falsch. Geringes Flüchtlinge rausbringen ist richtig. Okay. So, dann haben wir schon mal 2. If they find out about the passage, everything will go down. Okay, Space. So. Alter Spürhund. Falsch. Ries falsch. Geld ist auf... Ah, Geld ist richtig. Im Licht der Öffentlichkeit. Auch falsch. Okay, dann haben wir schon mal 3. If they find out about the passage. So. Geringes Gehalt verwerfen. Geld. Richtig. Tarif verwerfen. Licht der Öffentlichkeit verwerfen. Flüchtlinge rausbringen ist richtig. Und dann Abriegelung des Lagers. Alles klar. Einige Polizisten befürchten, dass das Lager aufgrund der Angelegenheit mit der Leiche vollständig abgeriegelt wird, wodurch sie mit ihren illegalen Aktivitäten kein Geld mehr verdienen würden. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth Alter, shut. übel, oder? The coppers smell fishy. Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? Also müssen wir mal reinziehen. Die verdienen mit dem Elend der Menschen noch Geld, oder? Gar nicht, ey. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die Dame hier finden. Someone was dragged against their will. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. Back off. Er lässt mich nicht rein. Warum? No one deserves to end up in a place like this. Okay. Hätte ein bisschen was abbekommen, deep, potentially serious if not treated immediately. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Okay, neue Aufgabe, verletzter Flüchtling. The blood sprayed off the blade after the strike. It might have been used as an improvised weapon. No hint of blood or impact. Okay. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. Müssen wir nur noch die Frau finden, ne? Den Tatort müssen wir natürlich auch untersuchen hier. A man's Fußabdruck. footprint. A heavy boot with a worn-out sole. Police boots. Always happy to trample evidence. Okay, das heißt, die Polizisten haben mir umgebracht. Übel. So, jetzt ist natürlich die Frage. Bei ihm waren wir schon. Ja, er hat sich hier natürlich hingelegt, aber wieder klar, ne? Ja.
Wo finden wir die schwangere Dame? You still here? Beweis präsentieren. So. Your problem, not mine. Your problem, not mine. The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. Okay, der ist aber sehr ignorant, oder? Do you know anything about this? It's illegal to disturb an officer without a good reason. Ask someone else. Do you know anything about this? It's hard to say when I don't know anything. Oh, I am bored. Ja, Call me die when you find the answer. wissen immer nichts. So, lässt er mich jetzt rein? Back off. Der geht mir mal am Sack. Back off. Aber ich gucke mal, ob ich mit dem Mann hier sprechen kann. Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Ja, Arbeit für das Flüchtlingslager. Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every City Hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. The police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the island, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. Okay, warum habe ich ihm denn jetzt keine Beweise präsentiert? Grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Ein bisschen merkwürdig. Murder! Beasts! Excuse me, just one question. I can't tell you because I don't know. Okay, er weiß nichts. Aber warum haben wir die Schwangere noch nicht gefunden und warum können wir da noch nicht was mit ihr reden? Na, okay. Werden wir noch rausfinden. So, wir gehen mal in unsere Fallmappe. Muße aus der Ferne. So. John schlägt vor, dass wir die Sache auf den Grund gehen, indem wir uns im Lager umhören. Allerdings wollten wir das tun, bevor wir das Lager verlassen, für den Fall, dass es tatsächlich vollständig abgeriegelt wird. Inspektor Tewkesbury sagte, dass er nichts über illegale Aktivitäten im Lager gehört hat. Er scheint allerdings nicht überrascht darüber zu sein, dass ein Kollege in so etwas verwickelt sein könnte. So. Haben wir hier noch. Die Leiche eindringen trieb den Abwasserkanal. Der Boden, bla bla bla. So. Letzter Flüchtling. Die Schnittwunde im Brustbereich ist tief und blutet. Er hat Fieber und ist dehydriert. Der Mann kann seine Infektion sterben, wenn seine Wunde nicht behandelt wird. Ich sollte versuchen, etwas im Lager aufzutreiben, damit ich ihm helfen kann. Was ich für seine Wunde brauche, etwas zu säubern, desinfizieren, verbinden. So, der Mann, der tot im Lager gefunden wurde, hat eine auffällige Tätowierung im Halsbereich. 2 übereinander angeordnete horizontale Linien, ein Punkt darunter.
So. Die Untersuchung der Leiche des Mannes ergab, der Mann wurde mit einem Marine-Dolch getötet, die Klinge schräg nach oben eingedrungen. Okay. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt hier irgendwie die Wunde versorgen könnten, ne? I'm busy. Don't you have papers to fill? City Ja, toll, er ist busy, ne? Super. Bin auch busy. Ah, hier haben wir noch einen Tatort. Ich habe noch gar nicht alles gesehen. 1,000 pounds. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. Malpal, soaked with salt water. Das ist echt viel Kohle. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. So, dann haben wir das auch. Das ist aber Nummer 2, ne? Genau. So, das ist Nummer 1 haben wir untersucht. Nummer 2. Dann suchen wir jetzt nochmal Nummer 3. Nummer 8. Nummer 4. Nummer 4 haben wir auch noch nicht untersucht. Okay. Bäuche im Sand. A blood trail leading to or from the canal. Okay, konnte sich weiter fortbewegen. Clearly a left handprint here. Aber wir haben trotzdem die Nummer 3 noch nicht gefunden. Die muss denn ja hier irgendwo sein. Nicht zwingend, aber... Nummer 5. Nummer 7. Wo ist Nummer 3? Widerlich, die würde ich am liebsten an reinhauen, dass sie korrupt sind, ja. May I ask for your assistance? It's illegal to disturb an officer without a good reason. Ask someone else. Komisch, ne, dass hier 2, 4 und 9 ist. Ah, hier ist die 3. Ja. Die haben wir nämlich noch gar nicht untersucht. Die habe ich auch jetzt endlich gefunden. Someone bled profusely here. Hier jemand hat stark geblutet. Jetzt wohl mit der Kiste eine abbekommen, ne? Crack, as if the crate was hit recently. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? Wie gelangte der Eindringling ins Lager?